Das deutsche Danzig war durch das Diktat von Versailles zu einem Freistaat unter der Kontrolle des Völkerbundes gemacht worden. Abgeschnitten vom deutschen Mutterland wurde es das Ziel der polnischen Eroberungsgelüste. Die Drohungen Polens wurden unter dem Schutz des englischen Garantieversprechens immer unerträglicher, sodass die wehrfähigen Männer Danzigs die Grenzen ihres Heimatlandes mit der Waffe in der Hand gegen einen polnischen Zugriff schützen mussten. Bei diesem Dienst wurde mancher Familienvater durch polnische Schüsse aus dem Hinterhalt niedergestreckt. Hier die Beisetzung des von polnischen Banden erschossenen SA-Mannes Josef Wessel. Noch schlimmer tobte der polnische Terror gegen die wehrlosen Volksdeutschen, die das Versailler Diktat gegen ihren Willen zu polnischen Staatsbürgern gemacht hatte. Zu Tausenden flüchteten sie vor den polnischen Mordbanden auf reichsdeutsches Gebiet. Ihre zurückgebliebenen Höfe wurden von den Polen planmäßig verwüstet und in Brand gesteckt. Die unerträglichen Provokationen gingen allmählich so weit, dass sogar deutsches Reichsgebiet nicht mehr verschont blieb. Nach dem Handstreich auf den Sender Gleiwitz beschossen die Polen sogar die offene Stadt Beuthen mit Artilleriefeuer. Mitten im Frieden schlugen polnische Granaten und Bomben in die Wohnhäuser der ahnungslosen Bevölkerung. Wir sprangen alles drei zugleich, Frau und der Sohn aus dem Bett. Und ich eilte nach der Tür. Ich schaute nach den Fliegern, da entfernten sie sich in Richtung der polnischen Grenze. Es mochten 5 oder 6 Stück gewesen sein. Was die angerichtet haben, das sehen Sie an dem Hause. Diese offensichtlichen Friedensbrüche wurden von den englischen Heuchlern als eine besonnene und disziplinierte Haltung bezeichnet. Sie wollten ihrem polnischen Bundesgenossen den Rücken stärken, um Deutschland auf jeden Fall herauszufordern und im Interesse der englischen Weltmacht jetzt auf Kosten anderer Völker einen zweiten Weltkrieg entfesseln. Sie heuchelten vor aller Welt ihre Bereitschaft, deutsche Schicksalsfragen auf dem Verhandlungswege lösen zu wollen. 20 Jahre lang hatte England alle friedlichen Vermittlungsvorschläge abgelehnt. Jetzt, im Zeichen schwerster polnischer Bedrohung, erklärte Danzig am 1. September seine Unabhängigkeit. Der Völkerbundskommissar Professor Burkhardt verließ sein Amtsgebäude. Zum ersten Mal wehten auf den öffentlichen Gebäuden Danzigs die Hakenkreuzfahnen. Aber noch befindet sich in der Stadt das polnische Postgebäude, in dem sich bewaffnete Banden verschanzt hatten. Männer der Danziger Heimwehr räuchern im Schutz eines Panzerwagens diesen gefährlichen Schlupfwinkel aus.
Am Tage der Danziger Freiheitskundgebung hatte der Führer die Männer des Deutschen Reichstags einberufen. Vor aller Welt verkündete er, dass er 2 Tage vergeblich auf einen polnischen Unterhändler zur Besprechung der deutschen Vermittlungsvorschläge gewartet habe und nun deutsche Kanonen auf alle polnischen Angriffe antworten würden. Zur gleichen Zeit zogen die ersten deutschen Truppen in das befreite Danzig ein. Überall im Reich wurden Vorbereitungen getroffen, um den Kriegsdrohungen Englands und seiner Vasallen zu begegnen. Der Luftschutz wurde aufgerufen. Die Hitlerjugend bei der Arbeit, um die Skulpturen des berühmten Pergamonaltars gegen Luftangriffe zu schützen. Unsere Flak sichert den deutschen Luftraum. Die Reservejahrgänge wurden zu den Fahnen gerufen. Die deutsche Rüstungsindustrie arbeitet mit Hochdruck. Inzwischen sind unsere Truppen über die deutsch-polnische Grenze zum Gegenangriff vorgegangen. So beseitigte man Grenzen, mit denen die Hassapostel von Versailles glaubten, deutsche Volksgenossen vom Deutschen Reich trennen zu können.
zügigen Vormarsch nahmen unsere Soldaten alle polnischen Stellungen. Nach 3 Tagen waren sie bereits 100 Kilometer tief in polnisches Gebiet vorgedrungen und hatten damit trotz schlechtester Wegverhältnisse und dauernder Kämpfe Tagesleistungen von über 30 Kilometern vollbracht. Die deutsche Luftwaffe führte viele kühne Angriffe auf feindliche Flugplätze und wichtige strategische Verbindungslinien durch und zerstörte sie. In wenigen Tagen beherrschte sie den polnischen Luftraum. Bombenangriff auf die Westerplatte. Sie war von den Polen festungsmäßig auf das Äußerste gesichert, mit Waffen aller Art gespickt. Eine Zwingburg der Polen mitten auf Danziger Gebiet. Auch das Schulschiff Schleswig-Holstein nahm die Westerplatte unter Feuer.
Auf dem Rückzug haben die Polen die Gebäude und Gehöfte wehrloser Volksdeutscher niedergebrannt. Durch Brückensprengungen suchten sie den Vormarsch der deutschen Truppen aufzuhalten. Auch die große Weichselbrücke bei Dirschau wurde völlig zerstört. Überall sind sofort Pioniere bei der Arbeit und nach kurzer Zeit ziehen unsere Truppen über die neu geschlagenen Brücken. Der Siegeszug unserer Soldaten geht unaufhaltsam vorwärts. Mit dankerfülltem Herzen heißen die befreiten Volksdeutschen sie überall willkommen. Die Schreckenstage des polnischen Terrorregiments sind endgültig vorüber. Thank you.